Servus und Hallo zu einem neuen Video. Heute sind wir bei Albert und Ivan von Enduro Spirit Bosnia zu Gast. Hallo Albert. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Sag mal, warum sollten wir eigentlich nach Bosnien kommen? Es gibt ein paar Gründe. Hauptgrund ist Enduro, was wir normalerweise machen. Und zweite ist etwas, was ist eigentlich ganz spontan zu uns gekommen. Und das ist Reiseenduro oder Soft Enduro, sagen wir so. Das ist eine Mischung von schöner Landschaft, Schotterwege und natürlich auch ein bisschen Asphalt zwischendurch. Hier hinten sieht man ja die tollen Bettas. Genau. Und jetzt wagen wir uns ins Gelände mit unseren BMW GS. Viel Spaß! Bosnien-Herzegowina ist ein südosteuropäischer Staat und liegt südöstlich von Kroatien, westlich von Serbien und nördlich von Montenegro. Er besteht geografisch aus der Region Bosnien im Norden, die rund 80% des Stadtgebiets einnimmt, und der kleineren Region Herzegowina im Süden. Bosnien-Herzegowina befindet sich nahezu komplett im Dinarischen Gebirge. Die Tier- und Pflanzenwelt des Landes profitiert von der geringen Bevölkerungsdichte und den unbewohnten Landstrichen. Dadurch ist sie artenreich und vielfältig. Circa 60% der Fläche des Staatsgebiets sind bewaldet. Besonders das Gebirge ist sehr waldreich, also die perfekte Voraussetzung für Offroad-Touren. Am Rande sei erwähnt, dass wir bislang noch nicht wirklich im Gelände unterwegs waren. Daher sind wir ganz froh, dass Albert von Enduro Spirit Bosnia uns begleitet. Albert meint, wir fangen langsam an. Aber ehrlich gesagt sind die ersten Kilometer für uns schon sehr herausfordernd. Unseren ersten Zwischenstopp machen wir auf einer Hochebene. Es ist einfach nur traumhaft. Ein Stück unberührte Natur, wilde Blumenwiesen und ein endloser Blick in die Ferne. Es vermittelt einem ein Gefühl von Freiheit. Hier haben wir einen tollen Blick auf den Ramsko Jezero. Der Ramsko Jezero ist ein Stausee des Flusses Rama in Bosnien-Herzegowina. Nun geht es aber hinab. Die Schotterstraße ist ziemlich steil, aber man hat hier einen wunderschönen Blick auf den Stausee. Leider kommt es in dem Video nicht so rüber, wie steil es tatsächlich ist. Wir fahren weiter dem Stausee entlang, um den Staudamm und die Schlucht der Rama zu sehen. Der Rama-Stausee entstand 1968 mit dem Bau des 100 Meter hohen und 230 Meter langen Staudamms Rama. Unterhalb des Staudamms ist die Schlucht der Rama zu erkennen. Rama ist ein Fluss in Bosnien und sie mündet in die Neretva.
so vielen tollen Eindrücken geht es auf kleine, aber zumindest halbwegs asphaltierte Straßen zurück ins Hotel. Das Hotel Deluxe ist ein 4-Sterne-Hotel in Gornji Vakuf. Das Hotel und das Restaurant Roma verfügt über eine große Terrasse, sodass man bei schönem Wetter seine Pizza an der frischen Luft genießen kann. Bei schlechtem Wetter lädt der gemütliche Innenbereich zum Verweilen ein. Das Hotel wurde erst im Juni 2020 eröffnet und verfügt über 30 Betten in 13 Zimmern. Die Zimmer sind modern und hochwertig eingerichtet. Selbstverständlich gibt es eine Klimaanlage und freies WLAN. Im Wellnessbereich des Hotels gibt es eine türkische Sauna und einen Jacuzzi. So kann man nach der langen Tour perfekt entspannen. Und wem das noch nicht genug Entspannung ist, der kann sich auch eine Massage gönnen. Am nächsten Tag werden die Maschinen wieder startklar gemacht. Für uns steht heute der Süden von Bosnien-Herzegowina auf dem Plan. Natürlich geht es wieder über unbefestigte und schottrige Straßen. Die Bjelašnica ist ein Gebirgszug im zentralen Bosnien-Herzegowina. Sie liegt südwestlich von Sarajevo, direkt anschließend an den Ikman, der 1502 Meter hoch ist. Der höchste Gipfel der Bjelašnica erreicht eine Höhe von über 2000 Metern und heißt ebenfalls so. Der Gebirgszug ist ein Teil der Dinarischen Alpen. Die schmale Straße ist asphaltiert und in einem guten Zustand. Der Streckenverlauf lädt ein, um sich entspannt von Kurve zu schwingen. Zurück in der Base lassen wir bei einem leckeren Spanferkel den Tag Revue passieren. Nach den vielen Erlebnissen gibt es einiges zu erzählen. Wer hat's erfunden? Schweizer. Und so klingt der Abend bei Benzingesprächen mit Bier und Slivovitz aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Wheels for Adventure sagt Servus.